Deutschland hatte im 19. und 20. Jahrhundert mehrere Kolonien. Eine Kolonie ist ein Gebiet in einem Land, das von einem anderen Land beraubt wird. Meistens liegen die Kolonien in einem anderen Teil der Welt und die Menschen dort leben anders. Welche Kolonien hatte Deutschland? Deutschland hatte von 1884 bis 1919 viele Kolonien. 4 Kolonien in Afrika, das waren Kamerun, Togo, Deutsch-Südwestafrika, also das heutige Namibia, und Deutsch-Ostafrika, das heutige Gebiet von Tansania, Burundi und Ruanda. Und es gab Kolonien in Asien, Samoa, die Marianen, die Karolinen, Palau, Nauru, ein Teil Neuguineas und die Marshallinseln waren unter deutscher Kontrolle. Deutschland war zu der Zeit in diesen Kolonien der Herrscher. Die Deutschen gingen brutal gegen die Menschen vor Ort vor. Deutschland war eine Kolonialmacht. Eine Macht beschreibt ein Land, das großen Einfluss in der Welt hat. Die ersten europäischen Kolonialmächte waren Spanien und Portugal. Wie wurde das Deutsche Kaiserreich eine Kolonialmacht? Um 1500 fingen die Länder in Europa an, andere Länder in Amerika, Asien und Afrika zu erobern. Die europäischen Länder eroberten die Gebiete, weil sie mehr Macht wollten und weil sie mehr Platz für Menschen oder die Landwirtschaft haben wollten. Außerdem wollten sie wertvolle Rohstoffe wie Öl, Gold oder Gewürze von den Ländern und sie teuer verkaufen. Ihre eigenen Waren wollten sie in die Kolonien bringen und damit Geld verdienen. Außerdem wollten sie ihre Religion in den Kolonien verbreiten, zum Beispiel das Christentum. Im 19. Jahrhundert teilten die Kolonialmächte fast die ganze Welt unter sich auf. Die Kolonialmächte stritten sich um die Länder in Afrika. Jede Nation und auch private Kaufleute wollten einen Teil von Afrika haben. 1884 lud der Reichskanzler Otto von Bismarck alle Kolonialmächte nach Berlin ein. An der Afrika-Konferenz oder auch Kongo-Konferenz genannt, nahmen die Kolonialmächte teil. Das Deutsche Reich, die USA, das Osmanische Reich, Österreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Portugal, Russland, Spanien und Schweden, Norwegen. Auf der Kongo-Konferenz sprachen die Länder darüber, wie sie Afrika am besten unter sich aufteilen. Mit der Bevölkerung in den afrikanischen Ländern sprachen sie nicht. Nach 1884 besetzten die Deutschen weitere Gebiete in Afrika. Es kamen Länder wie Togo, Kamerun, Tansania, Burundi und Ruanda dazu. Und es kamen Inseln im Pazifischen Ozean dazu. Bis 1914 besetzten die europäischen Länder ganz Afrika, außer ein Land, Äthiopien. Ende März 1890 war Otto von Bismarck nicht mehr Reichskanzler des Deutschen Reiches. Die deutsche Kolonialpolitik veränderte sich. Warum hatten die Deutschen Kolonien? Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Sah nicht nur den finanziellen Nutzen der Kolonien. Für ihn waren sie vor allem Prestigeobjekte. Das bedeutet, Kaiser Wilhelm II. Wollte mit den Kolonien erreichen, dass Deutschland in der Welt wichtiger wurde. Zum Beispiel benannte Kaiser Wilhelm II. Den höchsten Berg Afrikas um. Der Kilimandscharo hieß dann Kaiser-Wilhelm-Spitze. Der Kaiser wollte damit zeigen, schaut her, ich habe Macht in der ganzen Welt. Nach Frankreich und England war Deutschland um 1900 die drittgrößte Kolonialmacht. Was passierte während der Kolonialzeit? Die Deutschen und andere europäische Länder gingen bei der Kolonialisierung brutal vor. Sie beuteten die Bevölkerung aus und unterdrückten sie. Die Deutschen nahmen den Menschen ihr Land weg. Die Deutschen vertrieben viele Menschen von ihren Ländern oder ermordeten sie. Sie zwangen Einheimische zur Arbeit für die deutsche Wirtschaft. Wirtschaft ist einfach gesagt alles, was mit Arbeit, Produktion und Geld zu tun hat. Viele wurden zu Sklaven und europäische Länder handelten mit ihnen. Die Einheimischen mussten auch hohe Steuern zahlen. Rohstoffe wie Diamanten, Gold und Wolle holten die Deutschen aus den Kolonien. Die Einheimischen hatten keine Rechte mehr. Sie mussten den Deutschen gehorchen und ihre Sprache und ihr Leben an die Deutschen anpassen.
Für die Kolonialmächte war die Lebensweise der Einheimischen weniger wert. Deutsche Unternehmen sorgten auch dafür, dass sich die Alkoholsucht in den Kolonien verbreitete. Was passierte beim Maji-Maji-Aufstand? Die afrikanische Bevölkerung in den Kolonien musste viel Leid ertragen, aber sie wehrten sich. Ein bekanntes Beispiel ist der Maji-Maji-Aufstand 1905 in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, Burundi und Ruanda. Die Deutschen reagierten mit brutaler Gewalt auf die Widerstände. Dörfer und Felder wurden niedergebrannt und Menschen getötet. 1/3 der Bevölkerung starb im Maji-Maji-Aufstand in Deutsch-Ostafrika und seine Folgen. Das sind bis zu 300.000 Menschen. In Namibia führten die Deutschen einen weiteren Krieg gegen die dortige Bevölkerung. Das Volk der Herero lehnte sich 1904 gegen die deutsche Kolonialmacht auf. Sie kämpften gegen die Ausbeutung. Deutschland schickte daraufhin einen Mann nach Deutsch-Südwestafrika, Generalleutnant Lothar von Trotha. Lothar von Trotha befahl die völlige Vernichtung der Herero im Oktober 1904. Alle Herero sollten sterben. Etwa 100.000 Herero und Nama starben in diesem Krieg. Sie wurden vom deutschen Militär ermordet oder in Konzentrationslager gebracht. Oder sie starben in der Wüste. Der Mord an die Herero und Nama in Namibia war der erste Völkermord im 20. Jahrhundert. Ein Völkermord ist, wenn nationale, ethnische oder religiöse Gruppen ganz oder teilweise getötet werden. Ein anderes Wort für Völkermord ist Genozid. Wie geht Deutschland heute mit seiner kolonialen Vergangenheit um? Viele Jahre hat Deutschland den Völkermord an den Herero und Nama nicht anerkannt. Das heißt, sie haben nicht gesagt, wir sind schuld und übernehmen die Verantwortung. Erst 2021 bezeichnete Deutschland den Mord an den Herero und Nama als Völkermord. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Deutschland all seine Kolonien. Die Verantwortung zur Aufarbeitung aber bleibt bis heute. Viele Jahre hat die deutsche Politik ihre Verantwortung ignoriert. Dabei waren die Kolonien auch für den Wohlstand Deutschlands verantwortlich. In europäischen Museen gibt es immer noch viel Kunst, die die Kolonialmächte damals aus den Kolonien geraubt und nie zurückgegeben haben. Immer noch gibt es viele rassistische Denkmuster aus der Zeit in Deutschland und der Welt. Außerdem wissen die meisten Deutschen zu wenig über die deutsche Kolonialzeit. Es dauerte etwa 100 Jahre, bis die deutsche Regierung wirklich aktiv wurde. 2018 vereinbarten CDU, CSU und die SPD, dass sie die Kolonialzeit gemeinsam aufarbeiten wollen. Getan hat sich seitdem wenig. Zudem verharmlost die AfD die koloniale Verantwortung Deutschlands. Jetzt möchte ich von dir wissen, was denkst du, sollte Deutschland mehr Verantwortung übernehmen? Dann schreib es gerne in die Kommentare. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!